Willkommen an Bord. Jede große Skandinavienreise beginnt mit diesem ganz besonderen Moment, dem Zauber des Aufbruchs auf See. Schauen Sie mal zurück auf den Kieler Hafen. Während die Förde langsam hinter uns zurückweicht, gleiten wir direkt hinaus auf die offene Ostsee. Vor uns liegt eine der faszinierendsten Passagen Europas. Wir folgen heute den Spuren jahrhundertealter Seewege, durch die historischen dänischen Meerengen direkt hinauf in den Norden. Und da vorn kündigt sich auch schon unser erstes echtes Highlight an. Wir nähern uns dem großen Belt, der Meerenge zwischen den dänischen Hauptinseln Fünen und Seeland. Und was Sie dort am Horizont sehen, ist ein absolutes Meisterwerk der Ingenieurskunst. Die große Beltbrücke, 1998 eröffnet und insgesamt 18 Kilometer lang. Richten Sie Ihren Blick einmal auf das Herzstück, die östliche Hängebrücke. Allein der Abstand zwischen diesen beiden gewaltigen Pylonen beträgt unglaubliche 1624 Meter. Bei ihrer Fertigstellung war sie die zweitlängste Hängebrücke der Welt. Und schauen Sie mal, wie weit diese Masten in den Himmel ragen. Das sind 254 Meter über dem Meeresspiegel, damit gehören sie zu den höchsten Bauwerken in ganz Dänemark. Und jetzt passen Sie mal auf. Wenn wir gleich direkt unter der Brücke durchfahren, erleben Sie eine spektakuläre optische Illusion. Obwohl das Bauwerk eine Durchfahrtshöhe von genau 65 Metern hat und damit selbst den größten Ozeanriesen Platz bietet, wirkt die Brücke von hier unten schier unendlich. Wenn Sie jetzt vom Freideck nach oben schauen, bekommen Sie garantiert das Gefühl, gleich berührt unser Schornstein die Stahlkonstruktion. Aber keine Sorge, es passt perfekt. Mit diesem Passieren lassen wir die geschützten Gewässer der westlichen Ostsee endgültig hinter uns. Wir überqueren hier eine historische und nautische Grenze, hinein ins Kattegat. Wir nähern uns nun der nördlichsten Spitze Dänemarks, der legendären Landzunge Grenen bei Skagen. Schon seit Jahrhunderten ist dieser Ort ein entscheidender Orientierungspunkt für Seefahrer. Und hier passiert etwas wirklich Magisches. Schauen Sie mal hinab aufs Wasser. Erkennen Sie die brechenden Wellen genau dort, wo die Meere aufeinandertreffen? Hier prallt das Kattegat der Ostsee direkt auf das Skagerrak der Nordsee. Weil beide Meere unterschiedliche Salzdichten und Wassertemperaturen haben, vermischen sie sich nicht sofort. Sie können diese Trennlinie oft mit bloßem Auge sehen. Schon zur Zeit der Wikinger und der Hanse war die Umrundung von Skagen berüchtigt. Ein echtes Nadelöhr der Seefahrt. Aber wir haben es geschafft. Ab hier nimmt unser Schiff endgültig Kurs auf den offenen Nordatlantik. Wir folgen jetzt dem historischen Nordwegen, dem Weg nach Norden, der uns zu unserem ersten großen Ziel bringt: Haugesund. Haugesund selbst ist eine Stadt mit einer wirklich außergewöhnlichen Geschichte. Denn während die Region drumherum schon zur Wikingerzeit voller Machtzentren war, gab es hier lange Zeit fast nichts. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts war Haugesund kaum mehr als ein bescheidenes Fischerdorf. Doch ab den 1830er Jahren änderte sich alles schlagartig. Gigantische Schwärme von Frühjahrsheringen zogen direkt vor die Küste. Ein historischer Goldrausch brach aus. Der Hering brachte so immensen Wohlstand, dass Haugesund bereits 1854 die offiziellen Stadtrechte erhielt und den Spitznamen Silderbyen, die Heringsstadt. Der gepökelte Fisch wurde in riesigen Mengen nach Norddeutschland, Polen und Russland exportiert.
Man knüpfte dabei direkt an die alten Handelswege an, die früher von Bergen und der Hanse dominiert wurden. Das geografische Herzstück dieser Stadtgeschichte ist der Smedersundet, eine schmale, geschützte Meeresstraße zwischen dem Festland und den vorgelagerten Inseln Risøy und Hasseløy. Selbst wenn draußen auf der offenen Nordsee schwerste Stürme tobten, hier im Smedersundet lagen die Fischerboote sicher. Sie konnten geschützt anlegen, ihren Fang entladen und direkt verarbeiten. Doch Ende des 19. Jahrhunderts geschah das Unfassbare. Der Hering blieb plötzlich aus. Aber die Kaufleute von Haugesund bewiesen enormen Pioniergeist. Sie nutzten ihr erarbeitetes Kapital und bauten rasch eine der größten Handels- und Tankerflotten ganz Norwegens auf. Genau deshalb zählt Haugesund bis heute zu den bedeutendsten maritimen Werft- und Logistikstandorten des Landes. Dieser Reichtum der alten Reedereibarone prägt das Stadtbild bis heute. Anders als in vielen norwegischen Orten, die rein von Holzhäusern dominiert werden, findet man im Zentrum von Haugesund eine elegante, neoklassizistische Architektur. Ein berühmtes Wahrzeichen der Stadt ist das Rathaus von Haugesund, ein markanter, rosa verputzter Bau im neoklassizistischen Stil. Es wurde 1931 eingeweiht, vom Reeder Christian Harland und seiner Frau gestiftet und gilt als eines der schönsten Rathäuser Norwegens. Diese weltoffene Handelstradition prägt die Stadt bis in die Gegenwart. Haugesund ist ein kultureller Hotspot, bekannt für das jährliche norwegische Filmfestival und das traditionsreiche Silda Jazz Festival, die beide die lebendige Geschichte der Heringsstadt feiern. Ein Stück weiter im Landesinneren erstreckt sich der Åkrafjord, ein beeindruckender schmaler Fjordarm, der seit jeher als natürliche Verkehrsader zwischen der Küste und dem Binnenland dient. Schon in der Wikingerzeit nutzte man diese geschützten Wasserwege, um stürmische Küstenabschnitte sicher zu umgehen und Schwung in den Handel zu bringen. Das unbestrittene Naturdenkmal dieser Landschaft ist der mächtige Langfoss. Mit einer phänomenalen Fallhöhe von rund 612 Metern gehört er zu den höchsten Wasserfällen der Welt. Und er hat eine faszinierende Besonderheit. Er stürzt nicht einfach frei von einer Kante ab, sondern tost auf seiner gesamten Länge direkt an den steilen Felswänden hinab in den Fjord. Anders als viele andere Wasserfälle Norwegens wird der Langfoss bis heute nicht für die Wasserkraft reguliert. Er führt das ganze Jahr über naturbelassenes Schmelz- und Regenwasser direkt aus den Bergplateaus. Für Seefahrer vergangener Jahrhunderte war seine gewaltige Gischt übrigens ein weithin sichtbares Navigationszeichen im Fjordland.
Setzt man die Reise vom Orkrafjord weiter nach Etne fort, trifft man auf einen Ort von enormer historischer Tragweite für die Einigung Norwegens, die Stødle-Kirche. Ihre ältesten Teile aus Stein reichen bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück. Stødle war damals kein gewöhnliches Bauerndorf, sondern der Machtsitz von Erling Skakke, einem der einflussreichsten Häuptlinge der norwegischen Bürgerkriegsära. Erling war mit der Königstochter Kristin verheiratet und ihr gemeinsamer Sohn Magnus Erlingsson wurde 1163 als allererster norwegischer König überhaupt gekrönt und gesalbt. Genau hier in Stødle wuchs Magnus auf. Die ursprüngliche romanische Steinkirche diente damals als private Kapelle des Häuptlingshofs. Auch wenn später Holzanbauten dazukamen, zeugt der mittelalterliche Steinchor bis heute vom Übergang der alten Wikinger-Machtstrukturen hinein ins christliche Königtum. Fährt man schließlich wieder an die Küste Richtung Haugesund, schließt sich der historische Kreis um die Entstehung Norwegens. Dort befindet sich das imposante Haraldshaugen-Nationaldenkmal. Es wurde 1872 errichtet, genau zur 1000-Jahr-Feier der legendären Schlacht am Hafrsfjord, in der König Harald Schönhaar die regionalen Kleinkönige besiegte und Norwegen erstmals unter einer einzigen Krone vereinte. Den alten Sagas nach liegt Harald Schönhaar genau an diesem Ort begraben. Das Denkmal selbst ist voller Symbolik. Auf einem Hügel ragt ein 17 Meter hoher Obelisk empor, umringt von genau 29 Gedenksteinen. Jeder einzelne dieser Steine steht für eines der alten Kleinkönigreiche, die Harald einst zusammenführte. So schließt sich die Geschichte. Haugesund und die gesamte Region verdanken ihr Erbe dem alten Seeweg Nordwegen, der direkt durch den geschützten Karmsund führte, vorbei an den königlichen Machtzentren, deren Geschichte bis heute in dieser atemberaubenden Landschaft spürbar ist. Freuen Sie sich auf unser nächstes Ziel, denn jetzt wartet ein ganz besonderer Kontrast auf uns. Es geht nach Trondheim. Doch bevor wir das historische Herz der Stadt betreten, schnüren wir erst einmal die Wanderschuhe für eine spektakuläre Tour direkt an der Küste entlang. Der Weg dort führt uns nicht nur an beeindruckenden, stummen Zeitzeugen, den Bunkern aus dem Zweiten Weltkrieg, vorbei, sondern auch an einem ganz besonderen kulturellen Zufluchtsort, dem Haus des berühmten Autors Christian Christiansen, der genau an diesem friedlichen Fleckchen seinen bekannten Roman Adrian Posepilt verfasste. Und als krönenden Abschluss lassen wir uns von der majestätischen Kulisse des berühmten Nidarosdoms verzaubern. Seien Sie gespannt auf eine Reise voller Natur, Dramatik und Geschichte.